Du kaufst Brokkoli. Mit guten Absichten. Vielleicht sogar mit diesem kleinen inneren Gesundheitsapplaus. So nach dem Motto, ja, diese Woche wird anders. Und ein paar Tage später liegt dieser Brokkoli im Gemüsefach wie ein stiller Vorwurf mit Röschen, während du Pizza machst oder Nudeln oder irgendwas im Stehen isst, direkt vor dem Kühlschrank, weil Teller heute offenbar auch noch Organisation verlangen würden. Und das Verrückte ist, du weißt ja, dass Brokkoli gesund ist. Ich weiß es. Wir alle wissen es. Der Ernährungsreport zeigt sogar, für rund 90% der Menschen ist wichtig, dass Essen gesund ist. Wir wollen das also fast alle. Und wir wissen auch ziemlich genau, wie es ungefähr ginge. Mehr Gemüse, weniger Fertigkram. Du kennst die Liste. Die Frage, die mich nicht loslässt, ist deshalb eine ganz andere. Wenn fast alle es wollen und viele es eigentlich wissen, warum landet dann trotzdem so oft die schnelle Lösung auf dem Teller? Spoiler, es ist nicht das Wissen, es ist alles drumherum. Und mit drumherum meine ich nicht, dass die Infos fehlen. Du brauchst keine 10. Doku über Vitamine im Brokkoli. Dieses Video ist deshalb auch kein Diätvideo, keine Verbotsliste, kein erhobener Zeigefinger, kein Du musst nur. Wenn du das gesucht hast, das Internet ist voll davon. Und mal ehrlich, hat es geholfen? Stattdessen schauen wir uns heute an, was zwischen deinem guten Vorsatz am Sonntag und der schnellen Mahlzeit am Mittwoch wirklich passiert. Denn in diesem schmalen Spalt entscheidet sich oft alles. Nicht im Wissen, sondern in den müden, vollen, ganz normalen Momenten deines Alltags. Wenn du einmal verstanden hast, was da passiert, musst du dich nicht ständig noch mehr zusammenreißen. Du kannst anfangen, dein System freundlicher zu bauen. Systeme statt Disziplin, heute am Esstisch. Und vielleicht wird das entlastender, als du denkst. Stopp. Und bevor wir irgendwas sortieren, sage ich dir das, was du wahrscheinlich am dringendsten hören musst. Einfach mal, stopp. Du kennst diesen Moment. 7:30 abends, du stehst in der Küche. Der Tag steckt dir noch in den Knochen. Und eigentlich hattest du dir heute Morgen, oder war es am Sonntag, fest vorgenommen, dass es heute mal was Gescheites gibt. Und jetzt stehst du da und greifst zum Schnellen, schon wieder. Und dann kommt sie, diese leise Stimme. Typisch, nie ziehe ich irgendwas durch. Andere kriegen das doch auch hin. Ich weiß es doch besser, warum mache ich es dann nicht? Diese Stimme nehmen wir uns jetzt vor. Denn die richtet oft mehr Schaden an als jede Tiefkühlpizza der Welt. Wenn gesünder Essen im Alltag bei dir nicht klappt, dann heißt das nicht, dass du schwach bist. Oder faul. Oder dass dir grundsätzlich Disziplin fehlt. Es heißt etwas Harmloseres und viel Hoffnungsvolleres. Dein Esssystem passt gerade nicht zu deinem echten Leben. Und das ist eine gute Nachricht. An deinem Charakter müsstest du ein Leben lang herumschrauben. An einem System reichen manchmal ein paar kleine Handgriffe. Also lass diese Stimme heute mal draußen vor der Küchentür und lass uns in Ruhe sortieren, was dir wirklich im Weg steht. Sort. Wir sortieren jetzt nicht Lebensmittel in gut und böse. Wir sortieren die eigentlichen Stolpersteine. Es sind 3. Stolperstein 1, deine Umgebung. Wir essen nicht im luftleeren Raum. Wir essen in einer Welt, in der das Schnelle, Bequeme und stark Belohnende oft leichter erreichbar ist. Also das, was sofort schmeckt, sofort tröstet und sofort da ist. Es steht sichtbar im Regal. Es knuspert. Es macht kurz glücklich. Und es fragt nie, hattest du heute schon genug Ballaststoffe? Sehr rücksichtsvoll von der Tiefkühlpizza. Das Gesündere dagegen will oft erst geplant, eingekauft, gewaschen, geschnitten und gekocht werden. Dazu kommt, viele stark verarbeitete Lebensmittel sind nicht zufällig so verführerisch. Sie sind oft genau darauf gebaut, dass wir leicht weiteressen. Das heißt nicht, dass jedes Fertigprodukt böse ist. Es geht nicht darum, alles aus der Packung zu verteufeln. Manchmal ist ein Fertigprodukt die Brücke zwischen ich esse irgendwas und ich komme überhaupt durch diesen Abend. Aber manche Lebensmittel spielen auf der Belohnungsklaviatur einfach lauter als eine Paprika. Und wenn du müde bist, gewinnt oft das, was am lautesten ruft. Stolperstein 2. Mental Load. Du hast vielleicht schon mal gehört, wir würden angeblich über 200 Essensentscheidungen am Tag treffen. Diese Zahl ist nicht wirklich sauber belegt. Aber etwas anderes stimmt sehr wohl. Rund ums Essen treffen wir ständig kleine Entscheidungen. Was ist noch da? Was muss weg? Was mögen alle? Was geht schnell? Was ist bezahlbar? Und warum ist eigentlich nie jemand begeistert von Linsen, obwohl Linsen persönlich wirklich nichts falsch gemacht haben?
Das ist unsichtbare Denkarbeit. Und wenn dein Kopf ohnehin voll ist, sagt er irgendwann, ich bin raus, nimm das, was du kennst. Das ist kein Charakterfehler. Das ist ein überfüllter Kopf. Und Stolperstein 3: Müdigkeit und Stress. Am ruhigen Sonntagmorgen bist du noch der Mensch, der sagt, das kriege ich diese Woche locker hin. Am langen Dienstagabend stehst du vor dem Kühlschrank und fragst dich kurz, ob irgendwas finden schon als Kochmethode zählt. Dein Gehirn will dann nicht kreativ sein. Es will Entlastung. Sofort. Schokolade ist dann nicht nur Schokolade. Sie ist Pause. Pizza ist nicht nur Pizza. Sie ist, ich muss jetzt wenigstens darüber nicht mehr nachdenken. Und manchmal kommt noch etwas dazu. Du hast tagsüber vielleicht zu wenig gegessen oder zu schnell oder nur irgendwas nebenbei. Dann ist der Abend nicht der Moment, in dem deine Disziplin versagt. Dann ist er der Moment, in dem dein Körper verständlicherweise nachholt. Das macht die schnelle Lösung nicht ideal, aber verständlich. Und Verständnis ist keine Ausrede. Verständnis ist der Anfang von Veränderung. Step. Jetzt kommt der Schritt. Und der ist kleiner, als du denkst. Bitte versuch nicht, deine ganze Ernährung auf einmal umzubauen. Das klingt motiviert, ist aber meistens nur Überforderung in Sportkleidung. Der bessere erste Schritt: mach eine einzige Mahlzeit sicherer. Nicht perfekt, sicherer. Für heute reichen 3 kleine Fragen. Welche Mahlzeit kippt bei mir am häufigsten? Was kann ich dort dazulegen? Und was kann ich sichtbarer oder leichter erreichbar machen? Such dir die eine Stelle, an der es regelmäßig wackelt, und bau dort genau einen kleinen Standard ein. Nicht 10 Regeln. Einen. Am besten nicht über Verzicht, sondern übers Dazulegen. Zu den Nudeln kommt immer irgendwas dazu. Tiefkühlgemüse, eine Dose Linsen, ein paar Tomaten. Was eben geht. Zur Pizza kommt etwas Frisches. Nicht, weil die Pizza sonst moralisch untragbar wäre, sondern weil Dazulegen oft leichter ist als verbieten. Gesünder Essen fängt selten mit nie wieder an. Oft fängt es mit der Frage an, was lege ich noch dazu? Nicht als perfekte Ernährungsrevolution, sondern als kleine Unterstützung. Und das nimmt Druck raus. Druck war noch nie ein guter Koch. Der zweite Minischritt: dreh die Reibung um. Mach das Gesündere sichtbar und griffbereit. Obst auf den Tisch, Joghurt nach vorn, Nüsse griffbereit, Eier im Kühlschrank, Tiefkühlgemüse als Notfallreserve. Und die Dinge, bei denen du weißt, dass du abends keine innere Verhandlung gewinnst, dürfen ruhig etwas schwerer erreichbar wohnen. Nicht als Verbot, eher als freundliche Innenarchitektur. Wenn die Chips offen auf dem Tisch liegen, müssen sie nur einmal Hallo sagen. Wenn die Paprika unten unter dem welken Salat liegt, muss sie erst eine Bewerbung schreiben. Sichtbarkeit entscheidet mit. Und das Ganze darf langweilig sein. Meal Prep muss nicht aussehen wie Instagram. Du musst nicht sonntags 14 Glasboxen füllen, die farblich so ordentlich sind, dass man sich kaum traut, daraus zu essen. Mini-Prep reicht. Eier kochen, Gemüse waschen. Eine Standardmahlzeit festlegen, die immer geht. Langweilig? Vielleicht. Aber ein Standard nimmt dir eine Entscheidung ab. Und an einem müden Abend ist genau das der Luxus. Nicht die perfekte Mahlzeit, sondern eine, über die du nicht mehr diskutieren musst. Der Jetzt ist eh egal Moment. Und dann ist da noch dieser eine Moment, den du bestimmt kennst. Du wolltest heute gesünder essen. Dann isst du einen Keks. Nur einen. Und sofort kommt der Gedanke, na super, jetzt ist der Tag eh gelaufen. Und aus diesem einen Keks wird eine kleine Küchen-Aftershow. Aber das Problem war nie der Keks. Der Keks hat keine Superkräfte. Das Problem war der Gedanke danach. Dieses Alles oder Nichts. Als müsste ein Tag perfekt sein, damit er zählt. Aber gesünder Essen ist kein Porzellanteller, der zerbricht, sobald ein Keks drauf fällt. Ein Keks zerstört nichts. Ein stressiger Tag auch nicht. Entscheidend ist nicht, ob du mal abweichst. Entscheidend ist, ob du danach freundlich zurückfindest. Nicht am Montag, nicht nach dem Urlaub, sondern bei der nächsten kleinen Gelegenheit. Beim nächsten Glas Wasser, beim nächsten Einkauf. Deshalb ist die beste Antwort auf jetzt ist eh egal nicht morgen perfekt, sondern bei der nächsten Gelegenheit freundlich zurück. Das ist Beständigkeit, nicht Perfektion. Fazit. Also, was nimmst du mit? Gesünder Essen scheitert im Alltag fast nie am Wissen.
Es scheitert oft daran, dass das Gesündere zu schwer erreichbar ist. Zu aufwendig, zu versteckt, zu wenig vorbereitet für müde Tage. Und das Schnelle, Bequeme und stark Belohnende steht oft schon bereit. Du brauchst also keine neuen Vorwürfe und keine 10. Landkarte. Du brauchst ein paar kleine Systeme, ein Standardfrühstück, eine Notfallmahlzeit, eine Dazulegenregel, eine Sache, die sichtbarer wird. Und die wichtigste Frage ist nicht, warum bin ich nicht disziplinierter, sondern wie mache ich die bessere Wahl ein kleines bisschen leichter? Nicht, weil du dich endlich im Griff haben musst, sondern weil dein Alltag dich ein kleines bisschen mehr unterstützen darf. Wenn du heute nur einen Satz mitnimmst, dann diesen. Gesünder Essen beginnt nicht mit einem perfekten Plan. Es beginnt damit, dass dein gesünderes Essen leichter erreichbar wird als dein müder Autopilot. Und jetzt bist du dran. Verrat mir in den Kommentaren dein ehrliches Notfallessen, das, was bei dir an einem müden Dienstag wirklich auf dem Teller landet, ohne Schönfärben. Vielleicht ist genau dein „Ich kann nicht mehr“ Gericht für jemand anderen die Rettung. Sammeln wir zusammen ein paar Ideen, nicht perfekt, aber machbar. Und machbar ist im Alltag oft mehr wert als perfekt. Schön, dass du heute dabei warst. Und vielleicht nimmst du nicht nur eine Idee mit, sondern auch einen etwas freundlicheren Blick auf deinen Alltag.